Paul Klinzing vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Die Union, die dürfte heute die ein oder andere Sitzung abhalten, um natürlich auch mal zu beraten, wie soll es denn weitergehen, wie viel Unterstützung können wir tatsächlich leisten, wollen wir leisten, wie reagiert sie denn? Ja, die Antwort kam ziemlich prompt auch von den Unionsbeteiligten, denn die haben natürlich seit Monaten darauf hingearbeitet, dass die Ampel platzt. Und jetzt ist es wirklich soweit. Am 15. Januar will Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen. Heißt, im März könnten die Neuwahlen stattfinden. Aber die Union sagt gleich, das ist alles viel zu spät. Markus Söder, beispielsweise Ministerpräsident von Bayern, hat sich gleich nach dem Statement von Scholz zu Wort gemeldet. Und auch er hat gesagt, die Vertrauensfrage, die müsste eigentlich noch diese Woche gestellt werden. In das gleiche Horn bläst beispielsweise auch der regierende Bürgermeister hier in Berlin, Kai Wegner. Auch er sagt, noch in dieser Woche sollte Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen. Und aus Sicht der Union kann man das ein wenig verstehen, denn wenn man sich auf die Umfragewerte zumindest jetzt noch mal genau ansieht, dann steht die Union bei 34% und die Ampelparteien kommen insgesamt gerade mal so auf etwa 31%. Deshalb will man auf Seiten der Union einfach den Schwung mitnehmen. Aber die Frage bleibt natürlich, die 34%, die jetzt zu Buche stehen für die Union, reichen natürlich nicht für die absolute Mehrheit. Man muss sich jetzt in den nächsten Wochen auch umhören, auch vielleicht in der zerrütteten Ampel, mit wem man in der Zukunft die Bundesregierung stellen will. Die FDP gerade mal bei 4%. Vielleicht kommen die gar nicht in den nächsten Bundestag mit rein. Die Grünen, da will CSU-Chef Söder nicht mitmachen. Er hat ja gleich gesagt, mit den Grünen will er nicht regieren. Bleibt dann wohl nur die SPD. AfD gibt es ja die Brandmauer und das BSW. Da hat es zumindest, das haben wir gestern auch gesehen, in Sachsen nicht geklappt. Also es ist eine verzwickte Situation hier in Berlin und das wären spannende Tage und Wochen für Deutschland. Ja, und du sagst es, die Union natürlich jetzt breitschultrig und durchaus selbstbewusst. Was bedeutet denn das auch für eben diese Zusammenarbeit, die ja nun der Kanzler anstrebt mit Friedrich Merz? Wie gesagt, sie brauchen ja nun mal die Unterstützung. Und bislang sieht es ja nicht so aus, als würde Friedrich Merz jetzt gleich sofort die Vertrauensfrage stellen. Ja, genau so sieht es aus. Und ganz spannend ist ja auch, wie Friedrich Merz, also der CDU-Chef, in den vergangenen Tagen auf ein mögliches Ampelaus reagiert hat. Am Montag hatte er schon erwähnt, dass es mit ihm nur gehen würde, wenn es Neuwahlen geben würde. Das kommt jetzt, aber Olaf Scholz will ja Stand jetzt mit der Union zumindest die nächsten Wochen auch noch ein paar Papiere durch den Bundestag bringen. Also er hofft auf die Unterstützung von Merz. Deshalb gibt es auch heute noch mal ein intensives Gespräch, ein Dreiergespräch zwischen Scholz, Bundespräsident Steinmeier ist auch mit dabei und Friedrich Merz. Und die wollen, zumindest auf Seiten der SPD, also Scholz und der Bundespräsident Steinmeier, wollen auf Friedrich Merz noch mal einreden und ihm auch klar machen, wie ernst die Situation ist. Denn wir haben keinen Bundeshaushalt für das nächste Jahr. Und da muss man sich vorstellen, wenn die Neuwahlen erst im März stattfinden, dann könnte eine neue Regierung erst so gegen Mai da sein. Und dann, um den Haushalt nochmal aufzustellen, könnte es nochmal einige Monate dauern. Also über 9 Monate oder über 6 Monate kein Haushalt. Das will natürlich Deutschland auch nicht haben. Deshalb ganz spannend, wie Merz heute auf dieses Dreiergespräch heute auch reagieren wird. Einfach ist anders. Paul, für den Moment Dankeschön.